Hallo, heute sind wir im Tiergarten Schönbrunn. Der Tiergarten Schönbrunn ist der älteste noch bestehende Zoo der Welt, 1752 gegründet worden von Kaiser Franz I. Stephan und Maria Theresia. Man hat damals das Schloss Schönbrunn ausgebaut und erweitert, den Park neu angelegt, und State of the Art der damaligen Zeit war auch, dass man als führende europäische Großmacht eine Menagerie dazu anlegt. Kaiser Franz I. war aber auch naturwissenschaftlich interessiert, er hat Tiere sehr gerne gehabt und hat unter anderem auch geschrieben, dass es ihm zwar viel Geld kosten wird, eine Menagerie anzulegen, aber es macht ihm große Freude und er war sehr stolz darauf und hat auch gleich Gäste durchgeführt. Wir haben also Eintragungen vom Obersthofmeister von Maria Theresia vom Sommer 1752, dass er die neu angekommenen Tiere seinen Gästen gezeigt hat, und im selben Jahr sind auch schon Schüler des Wiener Theresianums eingeladen worden, sich die Menagerie anzuschauen. Die Menagerie hat also verschiedene Aufgaben. Zum einen war es auch Repräsentation, also man hat es seinen Gästen gezeigt, diplomatischen Vertretern aus dem Ausland, den eigenen Adelsfamilien aus dem eigenen Reich. Dann war es eben ein Vergnügen für Kaiser Franz Stephan, wahrscheinlich auch für die Kinder der Familie, die haben 16 Kinder gehabt. Und da gibt es auch die Geschichte, dass anfangs keine Raubtiere in der Menagerie zugelassen waren, auch aus verschiedenen Gründen. Zum einen sollte der ganze Park von Schönbrunn eine friedliche Anlage sein, wo man also Fleischfresser nicht drin haben wollte. Kaiser Franz Stephan hat ausdrücklich einmal geschrieben, dass er keine Raubtiere möchte, weil sie stinken durch die Fütterung mit Fleisch und auch durch die Ausdünstungen. Und es kommt noch dazu, was in der Literatur teilweise wiedergegeben wird, dass man also vielleicht Sorge gehabt hätte, wenn die Kinder in die Menagerie laufen, dass es zu Unfällen kommt, wenn sie sich nicht daran halten, dass man nicht hineingreifen darf in die Gehege. Das sind Dinge, die über die Jahrhunderte hinweg bis heute immer noch vorkommen, trotz diverser Sicherheitsmaßnahmen, mit denen wir dann auch hier Probleme haben, wenn zum Beispiel Leute die Kinder über die Absperrungen in ein Gehege reinhalten. Da wird einem nicht sehr wohl zumute, wenn man sowas sieht. Die Menagerie Schönbrunn hat sich dann aber sehr schnell auch zu einem öffentlichen Ort entwickelt, wo Bürger zugelassen worden sind. Also 1778 ist die Öffnung erfolgt für alle Bewohner, Untertanen des Reiches, wie man das nennen möchte. Zwar am Anfang nur an Sonntagen und für anständig gekleidete Personen, aber es ist dann bald zu einem Zoo der Wiener geworden, wo man auch häufig Berichte in den Medien gefunden hat, wo man Anteil genommen hat, welche Tiere kommen und welche Tiere sterben und welche Tiere also besonders interessant sind. Und wir haben uns über die lange Zeit hinweg immer wieder verändert und erneuert, was andere nicht so geschafft haben, wo vielleicht auch die Umstände anders waren, wie zum Beispiel Paris, Versailles, wo ja die französische Revolution die an sich ältere Menagerie zugrunde gerichtet hat, oder man wollte sie einfach als herrschaftliches Symbol nicht mehr haben und hat einen neuen Tiergarten woanders angelegt. Solche Dinge sind uns erspart geblieben. Wir bestehen eben seit 1752 an derselben Stelle, sind immer offen zugänglich gewesen, bis auf einige unangenehme Ereignisse wie Bombentreffer am Ende des Zweiten Weltkriegs oder leider auch jetzt die Corona-Krise. Aber der Standort als solcher ist erhalten, der Zoo ist erhalten, hat sich immer wieder verändert und erneuert und ist eben jetzt einer der schönsten und modernsten Zoos der Welt, der auch 5-mal in Folge als bester Zoo Europas ausgezeichnet worden ist.
Jetzt den Kanal abonnieren, eure Frage in die Kommentare schreiben und wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch nicht vergessen.